Motivation, Professor zu werden, rührt tatsächlich daher, dass ich ein inneres Bedürfnis habe, Menschen irgendwie Wissen zu vermitteln oder meine Erfahrungen zu teilen oder sie auch bei dem Prozess zu begleiten, sich Wissen anzueignen. Und das ist etwas, was man vielleicht auch so ein bisschen als Familienvater hat, wenn man seine Kinder versucht, irgendwie ein bisschen voranzubringen. Und wenn man diese innere Freude hat oder diese Motivation, dann ist eigentlich die Tätigkeit als Professor genau das Richtige. Gestaltungsfreiheit im Sinne von, ich kann mein Tätigkeitsprofil selber bestimmen, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jeder, der in der Wirtschaft gearbeitet hat, weiß, dass man sehr detailreiche Arbeitsverträge unter Umständen hat und hier hat man faktisch nur einen Lehrauftrag. Das heißt, wie man diesen Lehrauftrag erfüllt, ist im Grunde das eigene Ermessen und dieser Spielraum, das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was vielen sehr, sehr viel Spaß macht, weil man losgelöst von wirtschaftlichen Zwängen und auch von dem typischen Zeitfaktor einfach sich überlegen kann, welche Inhalte man vermitteln will, wie man das Ganze macht. Man kann sehr viel experimentieren, man kann das quasi auch immer wieder anpassen und diese Möglichkeiten oder diese Freiheiten hat man in der Regel in der freien Wirtschaft eben nicht. Das Schöne an der Hochschule für angewandte Wissenschaft ist tatsächlich, dass man immer irgendwo versucht, einen Praxisbezug herzustellen. Und das ist eigentlich das, was jetzt für mich rückblickend mit einer gewissen Erfahrung in der freien Wirtschaft eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist, weil man natürlich damit viel besser die Studierenden auf den eigentlichen Berufseinstieg vorbereiten kann, weil man immer das, was man vermittelt, auch immer in den Kontext der freien Wirtschaft setzen kann. Was ich tatsächlich in der Einschätzung unterschätzt habe, ist das Feedback, das man von Studierenden bekommt. Also es ist jetzt keine klassische lineare Veranstaltung, die man gemeinhin kennt, sondern es findet durchaus ein reger Austausch statt. Und man kriegt so viel Feedback, dass man tatsächlich auch selber seine eigene Position manchmal hinterfragt und vielleicht auch in anderen Bereichen nochmal vertieft. Und das ist etwas, was jetzt zumindest in meiner kurzen Lehrerfahrung an der Hochschule auch einen persönlich weiterbringt. Also das Bild, dass man einfach nur sein Wissen irgendwie weitergibt und Erfahrung weitergibt, das ist ein Baustein, aber man kriegt auch irrsinnig viel zurück. Und so gesehen würde ich schon sagen, dass es zu großen Teilen eigentlich mein Traumberuf ist.